Ja, ich gehe Richtung Volksfest oder Volksfestplatz. Aufs Volksfest werde ich tatsächlich nicht gehen. Bei mir ackert nur momentan viel im Kopf. Es ist viele Dinge, die ich überdenken muss, viele Aspekte über mich selbst und die Menschen um mich herum, die ich überdenken möchte. Und tatsächlich auch über über meine Arbeit, wenn man so will, wenn man es so nennen will, über das Schreiben und allgemein Content kreieren, ob sich das, nicht direkt, ob es sich lohnt, sondern ob ich es weitermachen soll, wenn es doch potenziell nur sehr, sehr wenige Menschen interessiert. Das war so das Thema der letzten 2-3 Wochen. Werde ich weitermachen, denn ich sehe es so, auch wenn manche Leute sagen, ja, schreib doch nur für dich selbst, ja, mach doch nur Videos für dich selbst. Ja, dann mache ich ein Video, dann schreibe ich einen Text, aber dann poste ich den nicht. Wenn ich das nur für mich selbst mache, dann gibt es keinen Grund, die Nachteile, die es hat, wenn man öffentlich stattfindet, irgendwie in Kauf zu nehmen, wenn man das nur für sich selbst macht. Ich schreibe ich werde auch weiterschreiben, aber nicht nur für mich selbst. Wie gesagt, es geht darum, werde ich weiter posten, werde ich weiter schreiben, werde ich weiter Sachen einsprechen. Momentan ja, weil ich einfach diesen Glauben brauche, dass es noch Menschen geben kann, dass es theoretisch Menschen gibt, genug Menschen gibt, die das, was ich schreibe, das, was ich spreche, das, was ich produziere, ansonsten wirklich gerne sehen möchten. Also nicht einfach nur dies anklicken, sondern wirklich dies gerne sehen möchten, die sich freuen würden, sowas zu lesen, zu sehen, zu hören. Ja, genau. Und solange ich das noch glaube, dass es das theoretisch geben kann. Moment, ich muss noch meine Tasche umpacken hier. Solange ich das noch glaube, dass es das geben kann und für mich dann somit auch theoretisch diese Leute einfach gibt, dann kann ich weitermachen. Und für mich ist das Schreiben und das Posten kein... Ja gut, das Posten und Videos produzieren, das kam so mit den Jahren. Aber gerade das Schreiben ist kein plötzliche Kurzschlussreaktion, so jetzt will ich plötzlich Autor werden, jetzt will ich plötzlich, das ist ganz dunkel, also, jetzt will ich plötzlich Schreiberling werden, jetzt will ich Autor werden, sondern das ist etwas, wo ich jahrelang dran gearbeitet habe, besser zu werden, meinen eigenen Stil zu entwickeln, wo ich jahrelang vor allem an einer Sache gearbeitet habe, genug Selbstbewusstsein zu bekommen, um zu posten. Und ich finde es dann immer sehr vermessen, wenn mir Bekannte und Freunde sagen, ja, schreib doch einfach für dich selbst weiter. Da denke ich mir so, ja, es hat mich Jahre gekostet, genug Selbstbewusstsein zu bekommen, meine Arbeit zu veröffentlichen. Und wenn dann gar nichts zurückkommt, zu sagen, ja, schreib einfach aus dir selbst weiter. So, du, ich habe so ein kleines Selbstwertproblem seit vielen Jahren, seit ich denken kann, ackere ich daran herum, da selbstbewusster zu werden, nicht mehr selbst abzuwerten, nicht mehr in Selbsthass zu versinken. Und ja, okay, das ist dann, finde ich, ein bisschen viel erwartet, dass ich dann so aus mir selbst heraus, ohne irgendwas, aus der Luft heraus, einen guten Selbstwert aufbauen sollte. Ja, naja. Derweil gehe ich hier durch den Park. Ich bin jetzt gerade am Magnolienhain. Der ist natürlich im Frühling eine Pracht. Jetzt gerade sieht der nicht so spannend aus, gerade im Dunkeln sieht man fast gar nichts. Aber der ist tatsächlich relativ groß. Ist, glaube ich, einer der größten in Deutschland oder so, die es gibt. Aschaffenburg ist auch immer eine Reise wert, sage ich ganz ehrlich. Moment, ich muss mal gerade kurz was gucken. Ich hoffe nicht, dass der Stream jetzt ausgeht. Ich gehe leider davon aus, dass der Stream jetzt ausgeht.
Nee, macht er nicht. Macht er gar nicht. Immerhin ist der Stream nicht ausgegangen. Naja. Ich wollte eigentlich die Blumen hier filmen, aber dafür ist es zu dunkel. Oh, das ist auch ein schönes Bild. Ja, das lasse ich auch erstmal hochkant. Vielleicht mache ich das nachher. Ich mal so rum, ist das besser? Ja, ist gerade Blaulicht da hinten, na toll. Na, das war nix. Das war nix. Ja. Also wie gesagt, momentan geht viel in meinem Kopf rum, wegen meiner Arbeit, aber auch privat. Denn wenn sich so, also meine Geschichten sind ja autobiografisch, radikal ehrlich, so reflektiert, wie ich es hinkriege. Und das ist ja auch, wie ich bin und wie ich auch sein will. Also es ist nicht nur so, dass ich so bin, sondern das ist das, was ich als gut empfinde und als richtig. Und also ich bin in den letzten Jahrzehnten so geworden, weil ich so werden wollte. Das war ein aktiver Prozess größtenteils. Natürlich beeinflussen einen auch immer Außenfaktoren, aber so wie ich jetzt bin, ist hart erarbeitet. Und wenn ich quasi eingestehe, dass so wie ich bin, die wenigsten Leute mögen, die wenigsten Leute akzeptieren können und noch weniger Leute interessant finden, dann hat das nicht nur eine berufliche oder hobbymäßige, je nachdem wie man es sehen will, Aussage und Auswirkung, dann hat das ganz massive Auswirkungen auf mein privates Leben, auf meine Freundschaften, meine eventuell irgendwann mal existierenden Beziehungen, auf einfach alles. Also das ist keine Sache, die es nur um Content Creator geht, sondern das ist eine Sache, die um mein soziales Leben in Zukunft geht. Wie gesagt, ich habe mich ja absichtlich in diese Richtung hin entwickelt. Ich habe mich vorher schlechter gefunden als jetzt. Ich war vorher unglücklicher als jetzt. Und trotzdem fällt es mir jetzt sehr viel schwerer, soziale Kontakte zu halten. Soziale Kontakte zu finden, es fällt mir nicht ganz so schwer, aber sie zu halten enorm. Und wie gesagt, sehr viel schwerer, seit ich selbstbewusster geworden bin, seit ich mehr zu meiner Meinung stehe, seit ich mehr zu mir selbst stehe, seit ich radikal ehrlich endlich fast wirklich bin, ganz ist man es nie, aber seit ich in diese Richtung sehr viel weiter bin, seit ich noch reflektierter geworden bin, ich war schon immer etwas überreflektiert, noch reflektierter geworden bin, seit ich noch mehr meine ethischen Prinzipien lebe, fällt es mir sehr, sehr viel schwerer, soziale Kontakte zu halten. Und das ist wirklich das Traurige. Das Traurige ist nicht, dass ich wenig Kontakte habe, sondern dass ich jetzt, wo es mir besser geht, jetzt, wo ich selbstbewusster bin, weil ja alle immer sagen, Selbstbewusstsein hilft da, in meinem Falle nicht, ne? Ganz und gar nicht. Irgendwas läuft da falsch. Und das ist halt die Frage, irgendwas läuft da falsch. Sollte ich da rangehen, dass irgendwas falsch läuft? Das war jetzt auch eine Reflexion in den letzten Tagen, die habe ich nicht aufgeschrieben, nicht das aufgeschrieben. Aber ein bisschen was habe ich aufgeschrieben in diese Richtung. Aber sollte ich mich selbst ändern? Also ich meine, ich habe mich schon oft genug geändert. Das ist quasi mein ganzes Erwachsenenleben ackere ich an mir selbst, weil ich unzufrieden bin. Ne? Also das war der Grund. Ich war unzufrieden, ich wollte mich ändern. Ich habe mich so nicht wohl, nicht glücklich gefühlt. Diesmal wäre das ja was anderes. Diesmal wäre das ja, die anderen kommen nicht mit mir klar. Und das ist sehr viel schwerer, sich deshalb zu ändern und sich deshalb auf den Weg zu machen und also wirklich sich selbst zu ändern. Eigene Eigenschaften zu ändern, das ist möglich, aber es ist sehr anstrengend und es kostet unglaublich viel Kraft. Und es ist halt die Frage, wenn ich so sozial unerfolgreich bin, ob jetzt im Privatleben oder in Social Media, dann ist die Frage, ob ich mich ändern müsste. Weil das, was ich sende, das, was ich zeige, das, was von mir im Netz ist, das ist genau das, wie ich bin. Das ist wirklich so wenig geschönt, wie ich es irgendwie hinkriege, so wenig, also auch natürlich immer ein gewisser Schutz der anderen Personen. Ich selbst kann ja über mich sagen, was ich möchte, aber die anderen Personen werden natürlich ein bisschen geschützt. Aber ansonsten ist das so radikal ehrlich, wie mein Stand
momentan ist. Das ist noch ausbaufähig, da kann man immer noch was draufsetzen auf radikale Ehrlichkeit. Aber es ist radikal ehrlich, es ist reflexiv, es wird zwar über Emotionen gesprochen, aber die werden reflektiert, die werden zerlegt, die werden erklärt. Also für mich selbst halt erklärt, damit ich vielleicht auch nächstes Mal anders handeln kann, damit ich sie besser verstehen kann und so weiter. Also ich schreibe so gut, wie es für meine Verhältnisse geht. Und ja, übrigens für alle, die noch nicht zugeschaut haben, ganz vergessen, vielleicht sollte ich das am Anfang dann reinschneiden noch. Ich sage es jetzt nochmal, falls irgendjemand zuschaut, dass man den Zahn, ich hoffe nächste Woche, aber wahrscheinlich erst im Juli, dann 10. Juli, das ist nicht nächste Woche, leider. Und dann wird es hoffentlich gemacht, ich hoffe es. Das sind jetzt auch schon ein paar Wochen. Ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, es ist halt die Frage, soll ich mich ändern? Weil ich habe auch einen Text über das Geisterfahrer-Syndrom. Ne? Damit meine ich, wenn ihr jemanden kennenlernt und die Person erzählt euch nur, dass alles Arschlöcher sind und Narzissten, dann würde ich mir mal die Person näher angucken. Weil es könnte sein, dass die Person ein Geisterfahrer ist. Und damit meine ich, dass sie selbst das Arschloch ist. Weil einfach, wer nur Arschlöcher sind und nur Arschlöcher und nur Narzissten, der liegt falsch. Aber die Frage ist ja, ob es mir nicht gerade genauso geht. Ob ich nicht über alle sage, keiner interessiert sich für mich, keiner findet mich spannend, die sind doch alle so unreflektiert, die wollen alle keine Tiefe in Gesprächen. Liege ich dann falsch? Das ist die Frage. Liege ich dann falsch? Bin ich der Geisterfahrer? Das ist die Sache, die es dann zu reflektieren gilt und die es dann zu beackern gilt und die ich auch schon seit ein paar Wochen innerlich beackere. Und diese Zeit bei Pete, die war auch wiederum sehr lehrreich, sehr aufschlussreich für mich, über mich selbst, wie manche Mechanismen bei mir sind. Natürlich auch über ihn, ist ganz klar, natürlich auch über unsere Beziehung. Aber es ging auch wieder um dieses Ding, was mache ich, um mich bei anderen interessant zu machen, wenn ich radikal ehrlich bin. Das heißt, wenn ich nicht lüge, wenn ich nicht schön tue und so weiter, wenn ich mich nicht anbiedere. Ich weiß natürlich die normalen Basics, weil ich die hart von Kind auf gelernt habe und auch lernen wollte, wie man mit Menschen umgeht, Freundschaften aufbaut. Aber das führt immer zum selben. Es führt dazu, dass ich der Zuhörer bin und dass die andere Person oder die anderen Personen sich nicht für das interessieren, was ich zu sagen habe, was ich denke. Das war bei Pete natürlich der absolute Extremfall. Also so extrem ist es im Normalfall nicht, dieses Desinteresse. Aber wie gesagt, ich weiß grundsätzlich, wie man eine Freundschaft aufbaut. Nur dann fehlt es an dem Punkt, wenn ich dann ich interessiere mich ja dann wirklich für die Leute. Ne? Wenn ich mich nicht wirklich für die Leute interessieren würde, also wenn ich jetzt mit einer Person zusammen wäre, die mich nicht wirklich interessiert, dann würde ich das ja beenden irgendwann. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, ich bin mit einer Person befreundet oder in einer Beziehung, die ich wirklich interessant finde. Und der Punkt ist immer, ich kriege die Person dazu, mich zu mögen, weil ich ja zuhöre und nachfrage und verständnisvoll bin und sonst irgendwas. Aber ich kriege halt niemanden dazu, sich für mich zu interessieren. Für das, was ich denke, was ich sage, was mich ausmacht, wie mein Leben war. Ich kriege halt keine Person dazu, mir das zu geben, was eigentlich die Basics sind, um eine Freundschaft zu schließen. Also das, was ich bei der anderen Person mache, um eine Freundschaft zu schließen, das kriege ich nicht. Und irgendwas mache ich ja falsch. Sonst würde ich das ja auch kriegen. Sonst würden das ja auch Leute bei mir machen. Das ist momentan so ein Punkt, an dem ich extrem hänge. So, jetzt gucken wir mal, ob hier Leute sind. Nein. Ich kann halt immer nur Außenansicht zeigen, wenn keine Leute da rumlaufen. Aber ich mag die Farben so in der Anfang der Nacht besonders. Das will ich auch im Video ein bisschen drin haben dann. Ein bisschen Aschaffenburg-Watching.
Das ist übrigens kein Filter. Das ist die Linse von meinem Handy, die so schön alles schummrig macht. Ja, wie gesagt, das sind halt so Knackpunkte. Das mit Pete, das hat man also nur mal nebenbei. Also wie gesagt, ich schreibe auf Wattpad, wird auch verlinkt, kein Problem. Ich schreibe momentan hauptsächlich an 2 Geschichten. Nicht nur, aber hauptsächlich an der Hauptgeschichte. Da ist wenig gekommen in letzter Zeit, aber auch was. Und an der Pete Story, also an der Geschichte von Pete und mir. Ich glaube, das sind auch momentan die einzigen Geschichten, an denen ich weiterschreiben werde in den nächsten Tagen. Beide werden verlinkt. Dann gibt es noch den Zweitkanal. Jemand und Niemand heißt er, oder nur Jemand. Ich glaube, da findet man es auch. Und da werden Texte aus diesen Geschichten auf Wattpad eingesprochen, weil manche Leute hören das ja lieber, als es zu lesen. Und das sind noch nicht so krass viele. Aber ich gucke, dass jetzt jeden Tag eine mehr kommt. Ich werde mich auch heute Abend dann noch mal ransetzen, wenn ich jetzt zu Hause bin, wieder noch eine einsprechen. Und dass da jeden Tag wieder neuer Content kommt. Da gibt es nämlich noch einiges einzusprechen. Also da ist noch Material da. Da muss ich noch nichts Neues schreiben zwingend, um nicht einfach sehr lange beschäftigt zu sein mit Einsprechen. Ja, und wie gesagt, ab und zu kommt in die Pete-Geschichte vielleicht noch was. Kommt in die Hauptgeschichte vielleicht noch was in nächster Zeit. Es ist halt, es werden halt jetzt wahrscheinlich keine Frederik die Maus-Kisten-Geschichten reinkommen. Also Frederik die Maus-Kiste ist eine persönliche Lebensaufgabe, die ich mir gesetzt habe. Und zwar, dass ich in meinem Leben möglichst viele Geschichten sammle und die quasi auch parat habe, um, wenn ich in meinem Altenheim vor mich hingammel, weil ich gehe davon aus, dass ich einsam und alleine da irgendwann hängen werde, weil es sieht alles danach aus. Ne? Und da brauche ich ja ganz viele Geschichten, um die Pfleger, Pflegerinnen und die anderen Mitpatienten da zu nerven. Und da sammle ich ganz viele, da habe ich auch schon relativ viele. Und ich habe aber, glaube ich, erst 7 oder 8 davon in die Hauptgeschichte gepackt. Es hat keine Extra-Geschichte, weil es ist ja ein Teil von meinem Leben. Jetzt bin ich erschrocken. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ein Mann war so 2 Meter hinter mir und hat gehustet. Also der hat nichts gemacht, hat aber nur gehustet. Ich bin voll erschrocken. Ja, also wie gesagt, die Frederik die Maus-Geschichten gehen zwar irgendwann weiter, aber jetzt momentan nicht. Mir ist momentan nicht danach, die weiterzuschreiben. Da gibt es aber noch ein paar, da gibt es noch einige. Einige sind auch schon quasi geschrieben oder in Stichpunkten geschrieben. Genauso wie der letzte Bossfight-Tag, der ist auch nur in Stichpunkten geschrieben. Den habe ich mal veröffentlicht, dass die Leute sehen, es geht auch da weiter. Aber wie gesagt, momentan ist da nicht viel los, weil ich mich erstmal klar kriegen muss, wie ich da weitermache und vor allem, ob ich da weitermache. Wie gesagt, die Hörbücher in Anführungsstrichen, die gehen noch eine ganze Weile weiter, weil da noch eine ganze Weile Content da ist dafür. Aber die neu geschriebenen Geschichten, nur wenn es gerade irgendwie passt, dass von allein was entsteht. Ansonsten eher nicht. Langsam wird es auch richtig schön dunkel. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht umsonst hinlaufe. Ansonsten gucken wir uns ein unbeleuchtetes Volksfest an. Ich will ja von der Brücke aus filmen, weil es wirklich schön aussieht. Auch nicht das Feuerwerk, sondern einfach das Volksfest. Das sieht wirklich hübsch aus. Dunkel wäre es jetzt bald genug. Ich hoffe, dass ich nicht zu spät komme.
dass es nicht nur samstags so lang auf hat, weil ich glaube, gestern waren wir dort vorbeigefahren. Da hat es relativ lang aufgehabt. Und ja, Moment. Oh. Jetzt filme ich meinen Schatten. Hallo Schatten. Das hat jetzt eigentlich gar nicht vor, meinen Schatten zu filmen. So, also falls jemand was im Chat schreibt, ich sehe momentan keinen Chat. Tatsächlich. Ich wollte es nur noch mal nachgucken. Ich habe da jetzt keine Nachricht bekommen. So. Also Ortskenntnis, also wer Ortskenntnis hat, weiß jetzt, wo ich bin, auch wenn meine Linse ein wenig für diffuses Licht sorgt, was gar nicht so schlecht ist, weil das sind die Kennzeichen auf gar keinen Fall zu erkennen. Trotzdem werden wahrscheinlich die meisten Leute hier aus der Gegend jetzt wissen, wo ich bin und dass es gar nicht mehr weit ist zum Volksfest, also zum Volksfestplatz. Und ja, aber wie gesagt, ich liebe so, wenn es so am Dunkelwerden ist, gerade in der Stadt auch, wie die Lichter und so aussehen. Das sieht immer, ich mag das. Und solange keine Leute direkt bei mir auf der Seite sind, filme ich halt auch nach draußen quasi, nicht mich die ganze Zeit, weil was sollt ihr mich die ganze Zeit angucken? Das könnt ihr beim Gaming-Video auch, da könnt ihr auch die ganze Zeit mich angucken. Nicht, wenn ich draußen bin. Boah, hier stinkt's. Heilige stinkt es. Fuck. Zum Glück gibt es keinen Geruchsstream ohne Mist. So, jetzt gehen wir langsam Richtung Brücke. Ah, da ist schon das Riesenrad. Da ist schon das Riesenrad und der Tower. So, gehen wir mal in die Richtung. Ja, super, jetzt muss ich erst hier hoch. Ja, ich muss hier runter. Ja, ich muss erst in die Unterführung, sonst komme ich da blöd rüber. So. Gleich geht's wieder weiter. Hätte ich eigentlich die ganze Zeit machen können. Der Boden ist jetzt auch nicht so schick. So. Oh, so. Okay. So. Ja, jetzt warten wir noch, bis es richtig dunkel wird. Dann sieht das total gut aus. Ich bleib gleich stehen. Dann fackelt es nicht mehr so, aber ich will auch eigentlich das Schloss noch mit drauf haben. Ganz kurzen Moment.
gesagt, das Schloss soll eigentlich mitzusehen. Also es ist einfach wunderschön, oder? Es hat so was 90er-mäßiges, die Beleuchtung. Hat so was von meiner Kindheit und Jugend. Sorry. Da gehen wir auf jeden Fall noch an der Straßenlampe vorbei. Und dann mal gucken, wie von da das Bild ist. Ah, doch noch ein Stück. Ist noch ein Stück, da sieht man, da ist dann der Baum hier nicht mehr im Weg. Oh ja, so spiegelt sich das im Wasser. Da haben wir zwar ein nettes Schloss, also jetzt noch so ein bisschen zu sehen da hinten, aber so, gucken wir mal. Ist noch ein Stückchen hier vor. So. Ja, das soll mal die Kulisse sein. Da hinten ist das Pompeianum. Hier, das kleine Ding da hinten ist das Pompeianum. Da ist, wie gesagt, das Schloss. Und da ist das 90er Jahre bunte Volksfest. Und da Sturmrund, neben der Laterne sieht man nicht. Ja, also das ist tatsächlich so, ich werde jetzt auch nicht hingehen. Erstens macht es gleich zu, nachher. Und zweitens, ich bin überhaupt kein Mensch für sowas. Trotzdem habe ich als Kind, als Jugendlicher, habe ich immer so romantische Fantasien davon gehabt, wie das Schaustellerleben oder das Zirkusleben so ist. Und ehrlich gesagt, obwohl ich selbst gar kein Geld da lasse, also gar ganz schlechter Kunde bin, habe ich einfach Angst auch gehabt, gerade während Corona, dass diese Arten zu leben, irgendwann völlig wechseln. Das ist halt das fahrende Volk. Irgendwie fühle ich mich damit verbunden, auch wenn ich selbst gar nicht gerne Zug fahre und so. Ich bin tatsächlich recht gerne unterwegs. Vor allem bin ich gerne unterwegs mit einer mir vertrauten Person. Aber wenn ich allein unterwegs bin, wenn ich irgendwo mein Zelt aufschlage, wenn ich irgendwo gesagt bekomme, das ist dein Bett, dann bin ich zu Hause. Dann ist alles gut, dann bin ich zufrieden, dann kann es nächsten Tag weitergehen. Und ich sehe halt unglaublich gern neue Sachen. Ich erlebe gern neue Sachen. Ich lerne sogar manchmal gern neue Leute kennen, wobei das Anstrengendste der Dinge ist. Aber lässt sich auch manchmal nicht ganz vermeiden, wenn man unterwegs ist, neue Leute kennenzulernen. Wie gesagt, manchmal tue ich das auch gerne, mit dem neue Leute kennenlernen. Manchmal tue ich das nicht so gerne. Aber ich erlebe gerne Dinge und ich sehe gerne neue Dinge. Und dann ist unterwegs sein ein Segen. Und wie gesagt, egal, Wohnwagen, Zelt, Isomatte auf dem Boden ohne irgendwas oder Bett im Hotel. Wenn es mein Bett ist, dann bin ich zu Hause. Ne? Und ich bin auch da relativ schnell zufriedenzustellen. Hauptsache, ich bin unterwegs. Und ich liebe auch diesen Moment, wenn man ins Auto steigt oder in den Bus oder in den Zug. Also obwohl ich Zugfahren hasse. Ich liebe das einfach, wenn das Unterwegssein startet. Wenn man auf der Reise ist. Das ist so ein spannender Moment. Und wie gesagt, deshalb hatte ich auch immer diese Fantasien, dass das ein schönes Leben wäre. Und halt auch vielleicht deshalb, weil auch meine Mutter, mein Vater tatsächlich auch in diese Richtung geprägt waren, gern unterwegs waren. Mein Vater hat nicht gern in fremden Betten geschlafen, also Hotel war nicht so seins.
was dazu geführt hat, dass die halt relativ früh, also in meinem Leben quasi relativ früh schon einen Wohnwagen hatten. Das hat dann das Problem für ihn gelöst. Und ja, wie gesagt, die waren beide gerne unterwegs. Ich würde jetzt beim Weltoffenheit, würde ich sagen, naja, so teilweise total, teilweise gar nicht. Aber auf jeden Fall Menschen, die auch beide, muss ich ehrlich sagen, dieses Schausteller- und Zirkusleben beide so ein bisschen romantisiert haben, könnte man sagen. Also habe ich da schon eine Bewegung mitbekommen. Und ich bin einfach froh, wenn ich das Volksfest hier sehe. Da ist zwar jetzt, glaube ich, nicht so krass viel los, aber ich hoffe, es ist genug los, dass die Leute noch weitermachen, noch ein Jahr überleben und dass es einfach weitergeht mit den Schaustellern. Und den vielleicht auch, na, Zirkus ist halt immer so, wenn die Tiere haben, finde ich es auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber Zirkus an sich, ja, ist ein Leben, das ich als romantisch wahrnehme, auch wenn das nicht der Fall ist, auch wenn das real sicher ein sehr hartes Leben ist, auch schöne Momente hat, auch romantische Momente hat, aber ein sehr hartes Leben hat, das halt man eigentlich nur leben kann in einer sehr offenen Partnerschaft oder wenn Partner, Partnerin komplett mit dabei ist, dann geht das wahrscheinlich auch. Und ja. Ja, wie gesagt, Partnerschaft ist bei mir momentan kein Thema. Ich habe da noch zu knabbern an sowas noch nicht komplett Vergangenem. Das ist gar nicht das Ding, wenn ich sage, ich überlege, ob es überhaupt Leute gibt, die mich kennenlernen wollen, meine ich momentan tatsächlich überhaupt nicht Partnerschaft, sondern Freundschaften, weil alles in Frage gestellt wurde bei mir in letzter Zeit. Ich überlege gerade mal, ob ich es schaffe, was zu trinken, ohne euch hier komplett die Sicht zu nehmen. Ich habe das in meiner Tasche. Nämlich nur die Spiegelung, ist auch nicht schlecht. Ich habe es geschafft, was zu trinken. Ja, ich habe es geschafft. So, ich glaube aber fast, dass ich schon wieder den Heimweg antrete. Aber bis es richtig dunkel ist, da geht immer eine ganze Zeit ins Land. Und ich meine, ich warte noch mal, bis der nochmal blau geworden ist. Der Turm finde ich besonders typisch und blau. Ja, also wie gesagt, ich habe Angst, dass dieses Schaustellerleben irgendwann ausstirbt. Ich meine, manche Sachen sind einfach überholt und sterben dann wirklich aus und dann gibt es Neues. Und ich will auch gar nicht über alles Neue schimpfen. Das liegt mir völlig fern, jetzt irgendwie in den Rand über die neue Zeit auszubrechen und zu sagen, oh, die Jugend heute, die guckt nur noch TikTok. Ja, meine Güte, dann ist das halt deren Jugendkultur. Ne? Wir hatten auch eine. Fanden die älteren Leute damals auch nicht gut. Das finde ich immer witzig, wie jede Generation, wahrscheinlich seit Menschengedenken, über die jüngere Generation schimpft. Und sobald diese jüngere Generation mal die 40 überschritten hat, fangen die auch damit an. Es ist einfach tragisch. Das ist eine menschliche Tragik, dass wir nie verstehen, dass Menschen Menschen sind. Ob sie jung sind oder alt sind oder egal wo sie her sind, einfach Menschen. Weder total gut noch total schlecht, einfach nur Menschen. Und bisher, übrigens, kleiner Spoiler am Rande, bisher hat es jede Generation geschafft. Ne? Also das heißt nicht, dass es immer so sein wird. Das heißt nicht, dass jede Generation Mensch es schaffen wird, zu überleben und eine Zivilisation zu bilden und sonst irgendwas. Aber bisher hat es jede geschafft und gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja? Also ich denke, das sind genauso kluge Menschen, wie wir klug oder dumm waren. Das sind genauso böse oder gute Menschen, wie wir böse oder gut waren. TikTok, ja, kann sein. Verdummt TikTok die Leute? Kann sein. Ich kann es nicht konsumieren. Ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Diese ständigen Themenwechsel macht mein Hirn nicht mit. Ich bin da langsam. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt nur, ich verstehe es nicht. Ich krieg's nicht. Aber ja, kann sein, dass es schlecht ist. Kann sein, dass es gut ist. Das will ich gar nicht beurteilen.
Es ist sicher nicht mein Medium, aber das heißt, ich kann deshalb trotzdem dort sinnvolle Sachen, gute Sachen entstehen. Es können auch dumme Sachen entstehen, wie übrigens auch auf YouTube. Ich erinnere mich an Jahre, ist schon ein bisschen her, ne? YouTube war jetzt auch nicht unbedingt die gesündeste Plattform für den jugendlichen Geist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, der Turm war blau, das Schloss ist wunderschön. Da ist nochmal das Pompeianum. Und wir treten den Heimweg an. Vielleicht erhaschen wir noch ein bisschen Blick nach hinten. Also wie gesagt, über die Jugend zu schimpfen, finde ich immer so müßig. Ne? Ja, ich bin älter. Ja, ich verstehe nicht alles, was die machen. Ich verstehe die Welt momentan vor allem nicht. Mir geht es nicht um junge Leute. Die Leute, die ich am wenigsten verstehe auf der Welt, sind keineswegs jung. Die meisten sind so Ü70 oder so. Und damit meine ich nicht ältere Leute in meinem eigenen Umfeld. Damit meine ich vor allem Leute im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld. Die sind die Leute, die mich am wenigsten verstehen. Und die mir auch am meisten sorgen. Nicht irgendwelche Leute, nicht irgendwelche Teenager, die angeblich oder tatsächlich, vielleicht sogar tatsächlich von TikTok verdummt wurden. Ne? Die kann sein, dass die verdummt werden dafür und das ist nicht gut. Vielleicht ist diese App nicht gut. Es liegt dann nicht an mir, das zu entscheiden, aber es kann durchaus sein. Ne? Das kann durchaus sein. Und wie gesagt, ich bin da durchaus auch ein bisschen kritisch, aber es ist müßig zu sagen, ja, das ist nichts. Ja, es nutzen wie viel Prozent der jungen Leute? Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich 80% der jungen Leute nutzen das. Und dann kannst du 100-mal sagen, das ist nicht gut. Damit erreichst du halt gar nichts. Ne? Ich überlege gerade, ob ich den Dahlberg entlang gehe. Jetzt bleiben die stehen. Ich bin extra stehen geblieben damit. Aber das war, weil sie noch hätten. Ja, das habe ich vorher am Anfang. Oh, ich weiß, was ich zugeben muss. Weißt du, welche besten Bilder. Ja, also wie gesagt, trotzdem, ein Jugendlicher mit TikTok mag sein, dass das nicht das Klügste der Welt ist. Aber gefährlich sind für mich eher Ü70 Personen, meistens Männer, die was zu sagen haben auf der Welt. Das sind die wirklich gefährlichen Leute, nicht irgendwelche Jugendlichen. Gehe ich da drüben lang oder nicht? Das überlege ich jetzt halt gerade. Ich kann gerade nicht nach draußen filmen, es sind ein Haufen Leute hier. Dahlberg oder nicht? Wenn ich keine Lust, so bergauf zu laufen. Ach komm, einmal Dahlberg geben wir uns jetzt. Ich hoffe mal, dass nicht so viele Leute sind, dass ich auch ein bisschen filmen kann. An der Stiftskirche vorbei. Ich finde, das wird man jetzt in der Dunkelheit nicht sehen. Nee, da sieht man nichts. Da oben ist so ein Haus. Das finde ich echt traumhaft. Ist wahrscheinlich unbezahlbar mit diesem Blick, ne? Aber es ist wirklich sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Also es ist über dem Haus, das man gesehen hat. Also das ist das Haus direkt an der Straße und über dem und dahinter ist noch ein Haus. So, schaut gut aus, dass ich da gleich mal filmen kann. Werden wir gleich sehen. Entschuldigung, kurze Frage, ich erschrecke. Wie komme ich denn jetzt am besten zum Aschaffenburger? Sorry, wie komme ich am besten zum Aschaffenburger Bahnhof von hier? Oh, zum Bahnhof ist ein kleines Eck.
So, ich wurde nach dem Weg gefragt, ganz banal, zum Bahnhof. Was echt von hier aus noch ein Stück ist. Also das ist jetzt nicht nah, ne? Das ist schon noch ein Stück zu laufen. Aber ich denke, ich habe es erklären können. So, es sind hier wieder Leute. Ich kann wieder nicht nach draußen filmen. Was schade ist, denn ich bin ja hier lang gelaufen, weil es ganz nett anzusehen ist. So, gleich. So. Ja, ich liebe meine Stadt, aber nicht nur, weil sie schön ist. Ja, das ist auch immer ein Einfluss. Die vielen Parks, die schönen Häuser. Ja, das hat Einfluss. Aber Aschaffenburg ist weltoffen, ist immer irgendwie gefühlt 1 Grad wärmer. Ich meine, temperaturmäßig als außenrum ist immer, sitzen die Leute mehr draußen, genießen mehr das schöne Wetter. Es gibt sehr viele Cafés. Es gibt eine sehr gute soziale Kultur. Natürlich gibt es hier auch Idioten wie überall. Menschen sind Menschen überall. Aber ich empfinde es als sehr, sehr, sehr angenehmen Wohnort. Ich wohne ja auch in der Innenstadt, was ich mir eigentlich nicht leisten können dürfte. Was meine Familie sogar schon, das ist kein Sozialwohnungsbau, ne? Was meine Familie sogar schon stutzig gemacht hat, dass ich das schaffe, da zu wohnen. Aber ich habe halt einfach die coolsten Vermieter der Welt, die ja da echt Wohnraum zum nicht sportbillig, das kann man nicht sagen, aber zum bezahlbaren Preis anbieten. Muss man stehen bleiben. Ich warte noch eine Weile stehen, bis die da weiter weg sind. So, noch ein bisschen. Also wie gesagt, die sind nicht sportbillig, die Wohnungen, aber sie sind bezahlbar, sie sind leistbar für jemanden wie mich. Ich bekomme Erwerbsminderungsrente. Ich überlege gerade, seit 2012. Und das heißt, da ist nicht viel Substanz an Geld da. Und trotzdem kann ich es mir leisten. Und das finde ich schon mal extrem cool. Und ja, auch allgemein hier in Aschaffenburg lässt sich gut leben. Wir kommen jetzt gleich am Rathaus und am Theater vorbei. Das Rathaus, ab und an muss man da rein. Das ist drinnen so ganz schräg, fake-antik gemacht. Was echt super übertrieben, aber schon fast wieder gut aussieht auf seine Art. Das erinnert mich auch an Asterix und Obelix, ehrlich gesagt. Ich muss doch mal stehen bleiben. So. Ich kann jetzt gar nicht wieder nirgendwo hinfilmen. So, das ist nicht das Rathaus, was ich gerade filme. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Also da drüben, das ist das Theater. Das sieht man nicht viel davon. Das ist nur ein Parkhauseingang, ein Platz und so. Stadttheater, sieht man nicht, gell? Kann man nicht lesen. Das ist das Theater. Meine Eltern waren da erstaunlich oft. Ich war da gar noch nicht so oft. War ich da schon mal? Doch, ich war da schon mal. Aber noch nicht so oft. So, was ist denn das hier? Verbraucherservice Bayern. Ah ja. Das wusste ich auch noch nicht. Das hat alles schon zu.
dann nachher natürlich als Video verarbeiten, vielleicht auch schneiden. Ich lasse es erstmal am Stück. Ich gucke dann erstmal, was brauchbar ist und was nicht. Also das ist das Rathaus sieht man jetzt gar nicht mit dem Licht. Das ist halt so ein moderner Kasten, sieht man jetzt im Dunkeln nicht. Und da drin sieht alles so fake-antik aus, so Säulen und so. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Ja, ist halt einfach so. Ist halt einfach so. Aber ich werde jetzt nicht noch den Schlenker zum Schloss machen. Ich werde jetzt nur die Stiftskirche noch mal filmen und dann heimzus und im Park dann auch wieder ausmachen. Also ganz bis zu mir nach Hause möchte ich dann auch nicht filmen, auch wenn ich kaum Zuschauer habe. Das heißt nicht, dass ich wahnsinnig bin. So, jetzt sind wir gleich an der Stiftskirche, sobald ich hier vorbei bin, am Rathaus. So, das ist die sogenannte Stiftskirche. Da ist der Stiftsschatz. Das ist wirklich eine sehr alte Kirche. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, sehr schick hier, gell? Also ich finde, das ist sehr, sehr schick. Das sind Leute, Moment. So. Sieht man auch schon ein paar geschlossene Cafés wieder. Die machen natürlich nachher wieder auf. Da geht es hinter zum Schloss. Da geht es entlang zum Schloss. Aber ich gehe hier runter. Da war mal, da wo ich jetzt vorbeilaufe, war mal ein total guter italienischer Bäcker. Also, das heißt, ich habe der italienisches Gebäck halt hatte und Kaffee, aber der ist weg. Es ist auch ein total unspektakulärer Platz hier, ganz ehrlich. Trotzdem war der wirklich gut, muss man ehrlich sagen. Ja, hier ist es jetzt auch relativ unspektakulär. Das ist so eine halbe Passage, die aber wirklich komplett leer ist. Sowas gibt es auch, nicht ganz so häufig in Aschaffenburg, aber es gibt's. Also wie man merkt, ich hänge sehr an dieser Stadt. Ich bin ein absoluter Aschaffenburg-Fan. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass Piet es manchmal ein bisschen geschafft hat, mich darüber nachdenken zu lassen, hier wegzuziehen. Nur nachdenken. Ich habe es nicht wirklich geplant. Aber ich habe manchmal darüber nachgedacht, aus dieser lebendigen, wunderschönen Stadt wegzuziehen. Was schon hart ist, wenn man sich überlegt, was das eigentlich bedeuten würde für mich, hier wegzuziehen. Das ist quasi, also ich habe es ja selbst gewählt, ich bin nicht hier geboren, ich bin nicht hier aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Kaff aufgewachsen, im Spessart. Der Spessart ist für uns auch wunderschön, aber Dorfleben ist nicht so meine Welt. Habe ich hinterher noch mal in einem anderen Dorf ausprobiert. Das ist nicht das, wie ich leben möchte. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, ich habe es noch mal woanders ausprobiert und da war es noch schlimmer. Also es gibt schlimmer, als in einem Dorf geboren zu sein, ist in ein fremdes Dorf einzuziehen. Manche finden das toll, kann ja sein. Für mich war es die reinste Qual. Also wirklich, für mich war das Horror. So, ein bisschen die Fassaden. Da finden wir wenigstens keine Leute. Also am Parkeingang mache ich dann auch aus. Ich hatte auch die Möglichkeit überlegt, einfach Bilder zu machen und die dann nachzusprechen. Ich dachte mir halt heute mal als Stream ein bisschen nächtliche Reflexionen, die in meinem Kopf rumgeistern. Vielleicht geht es ja jemandem ähnlich. Könnt ihr gern schreiben, natürlich. Falls es euch ähnlich geht, ähnliche Reflexionen in eurem Kopf sind. Gibt es noch Menschen, die sich für mich interessieren?
Und wenn nein, muss ich mich dann ändern? Oder lebe ich mit der Einsamkeit? Oder lebe ich mit halbgaren Beziehungen? Kann man ja alles eingehen. Ne? Aber irgendwie muss man überlegen, wie man weitermacht. Ne? Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne eure Gedanken dazu schreiben oder eure Gedanken zu E-Rollern, die sich von hinten anschleichen. Ich bin immer ein bisschen schreckhaft, wenn Geräusche plötzlich hinter mir auftauchen. Das ist nicht so angenehm. So. Ich, wie gesagt, werde noch bis zum Parkeingang laufen. Das ist noch ein kleines Stück. Nicht mehr so weit. Aber jetzt noch ein paar Meter mit total unspektakulären Gebäuden. Da brauche ich nicht filmen. War von euch schon mal jemand in Aschaffenburg gewesen? Oder kennt jemand Aschaffenburg? Wenn ich später das Video hochlade. Wie gesagt, ich liebe diese Stadt. Ich liebe sie. Auch wenn es zum Beispiel nie Ruhe gibt vor meinem Fenster. Auch das ist gut. Das heißt, die Stadt ist lebendig. Um jede Uhrzeit, an jedem Wochentag. Da ist Leben in der Bude. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr gut. So, jetzt sind wir gleich am Herstallturm. Ich habe immer noch nicht geguckt, was für eine Bewandtnis dieser Turm hatte. Weil der ist so winzig. Guck mal, ich filme mal. Ich laufe auf den zu. Der ist so winzig. Der kann überhaupt keinen Nutzen gehabt haben. Ich weiß nicht, was der... Also nicht mal als Taubenschlag oder so. Der ist einfach zu klein. Ich müsste das mal nachlesen, was dieser Turm für eine Funktion hatte. Oder ob er echt nur Deko war. So, wer Aschaffenburg kennt, weiß, dass es jetzt auch der Eingang zum Park ist, wo ich dann denke, ich auch abschalte, weil es einfach zu dunkel ist. Ich kann es noch mal probieren. Da ist zwar Licht, aber da ist jetzt nicht so viel Licht, dass man da unglaublich gut sehen könnte. Ich gucke mal. Also durch den Park habe ich keine große Strecke, aber wie gesagt, bevor ich den Park verlasse, werde ich ausschalten. Aber wenn es eine Palme, so warm haben wir es in Aschaffenburg. Nee, die muss natürlich im Winter weg. Ach, sieht man gar nicht. Sieht man nicht, ist zu dunkel. Nee. Jo. Ich bin mal gespannt, wie gut es oder wie das Video wird. Ich werde es dann den Stream jetzt beenden und dann später runterladen und vielleicht noch bearbeiten, wobei ich nicht glaube, dass ich da viel rausschneiden werde oder so. Ich werde mal drüber gucken, drüber hören, ob alles einigermaßen verständlich ist, ob ich irgendwas missverständlich ist oder sowas. Und dann werde ich das hochladen auf YouTube. Und insofern bin ich gespannt, ob es jemanden gibt, der zu den Reflexionen heute in dem Video was sagen möchte, was mitteilen möchte. Ich freue mich über jeden natürlich, ob man jetzt was sagt oder nicht. Bei jedem, der es anschaut, bei jedem, der zuhört. Und Wattpad werde ich verlinken, die Geschichten, die ich schreibe. Und den Zweitkanal natürlich auch mit den Vertonungen. Dann wünsche ich euch schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr das guckt. Und macht's gut.